In meiner heutigen Präsentation möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das fast jeder aus seiner eigenen Schulzeit kennt und das regelmäßig für emotionale Diskussionen sorgt: dem Sportunterricht. Während die gesundheitlichen Vorteile von Bewegung unumstritten sind, steht die Art und Weise, wie Sport an Schulen unterrichtet und bewertet wird, zunehmend in der Kritik. Ich möchte zunächst auf die Argumente eingehen, die für einen verpflichtenden und benoteten Sportunterricht sprechen, im Anschluss die Schattenseiten dieser Praxis beleuchten und abschließend meine eigene Position darlegen. Für den Sportunterricht als Pflichtfach spricht in erster Linie der immense gesundheitliche Nutzen. In Zeiten von Digitalisierung und Bewegungsmangel, in denen Kinder viele Stunden passiv vor Bildschirmen verbringen, bietet die Schule oft den einzigen Raum für körperliche Aktivität. Ein gutes Beispiel dafür ist die Vorbeugung von Haltungsschäden oder Übergewicht durch gezieltes Training im Unterricht. Das will ich mit folgendem Beispiel verdeutlichen: Ein strukturierter Sportunterricht führt dazu, dass Kinder grundlegende motorische Fähigkeiten erlernen und ein Bewusstsein für die eigene Fitness entwickeln. Zudem fördert Sport in der Gemeinschaft soziale Kompetenzen wie Teamgeist, Fairness und den Umgang mit Siegen und Niederlagen. Die Befürworter der Benotung argumentieren zudem, dass Noten als Leistungsanreiz dienen und die Anstrengungsbereitschaft der Schüler erhöhen. Auf der anderen Seite birgt die traditionelle Benotung im Sportunterricht erhebliche psychologische Risiken. Meiner Erfahrung nach zeigt sich daran, dass sportliche Leistungen stark von genetischen Voraussetzungen und der körperlichen Konstitution abhängen. Ein Kind, das von Natur aus unsportlich oder übergewichtig ist, erfährt durch schlechte Noten oft Demütigung und Frustration. Dazu fällt mir das Beispiel des Geräteturnens oder des Ausdauerlaufs ein. Wenn Schüler vor der gesamten Klasse vorgeführt und nach starren Tabellen bewertet werden, führt dies häufig zu Schulangst und einer lebenslangen Abneigung gegen sportliche Aktivitäten. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass der eigentliche Zweck des Sports, nämlich die Freude an der Bewegung, durch den enormen Leistungsdruck völlig verloren geht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sportunterricht an Schulen unverzichtbar ist, das aktuelle Bewertungssystem jedoch dringend reformiert werden muss. Meiner Meinung nach sollte Sport ein Pflichtfach bleiben, um die Gesundheit der Kinder zu fördern. Auf Noten sollte jedoch verzichtet werden. Stattdessen sollte die individuelle Leistungssteigerung und die aktive Teilnahme bewertet werden, um die Freude am Sport nachhaltig zu erhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für deine engagierte Präsentation. Wenn ich dich richtig verstanden habe, plädierst du nachdrücklich dafür, den Sportunterricht als Pflichtfach an Schulen beizubehalten, da er ein wichtiges Gegengewicht zum Bewegungsmangel darstellt und den Teamgeist fördert. Du hast jedoch scharfe Kritik an der traditionellen Benotung geäußert. Du hast dargelegt, dass starre Bewertungstabellen oft zu Demütigung und Frustration bei weniger talentierten Schülern führen und die Freude an der Bewegung zerstören. Dein Fazit war, dass Sport obligatorisch bleiben sollte, die Bewertung jedoch reformiert werden muss, indem man den Fokus auf den individuellen Fortschritt statt auf absolute Leistungstabellen legt. Du hast vorgeschlagen, die Noten im Sportunterricht abzuschaffen. Glaubst du nicht, dass Schüler das Fach dann überhaupt nicht mehr ernst nehmen und sich einfach gar nicht mehr anstrengen würden? Das ist ein berechtigter Einwand. Allerdings zeigt die Praxis in Fächern ohne klassische Noten, dass die Motivation oft sogar steigt, wenn der Druck abfällt. Man könnte anstelle von Noten auch qualifizierte Rückmeldungen im Zeugnis geben, die das Engagement und die Fairness des Schülers loben, was eine viel positivere Wirkung hat. Sollten Schulen deiner Meinung nach eher traditionelle Sportarten wie Leichtathletik und Turnen unterrichten oder moderne Alternativen wie Yoga, Tanzen oder Klettern anbieten, um Jugendliche besser zu erreichen? Ich verstehe diesen Vorschlag und unterstütze ihn vollkommen. Traditionelle Sportarten sprechen oft nur eine bestimmte Gruppe von Schülern an. Ein breiteres und moderneres Angebot würde es viel mehr Jugendlichen ermöglichen, eine Sportart zu finden, die ihnen wirklich Spaß macht und die sie auch im Privatleben weiterverfolgen wollen.
Glaubst du, dass der Sportunterricht an Ganztagsschulen komplett durch freiwillige Sportarbeitsgemeinschaften am Nachmittag ersetzt werden könnte, um den Schülern mehr Wahlfreiheit zu lassen? Dazu möchte ich sagen, dass dies zwar verlockend klingt, aber ein großes Risiko birgt. Bei einem rein freiwilligen Angebot würden sich vermutlich genau die Kinder abmelden, die die Bewegung am dringendsten nötig hätten. Ein verpflichtender Rahmen stellt sicher, dass wirklich jeder Schüler erreicht wird.